Freunde, yes, willkommen zurück auf meinen Kanal. Fragrance Talk hier, besser gesagt Dennis aka Fragrance Talk, der unerreichte, doch wieder erkannte Fragrance Talk. Yes, Boss Bottle Elixir möchte ich euch heute vorstellen. Yes, yes, yes. Der neue Boss Bottle Elixir. Muss das sein? Werden sich viele fragen. Und noch wieder Boss Bottle Flanker und so weiter. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dann habe ich ihn getestet. Ich werde ihn mal einblenden. Ich habe ihn hier. Und muss sagen, bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Warum bin ich begeistert? Er könnte... Also alle Elixirdüfte, die bis jetzt irgendwie auf den Markt gekommen sind, finde ich, sind wirklich gut im Designerbereich jetzt. Ne? Sind wirklich gut. So, ob das jetzt, welche Elixier aktuell ist, ne? Das ist jetzt im Moment Trend. Elixier, wer weiß, wo alles noch ein Elixier kommt. Aber sie sind gut geworden. Und auch der Boss Bottle. Ich finde, dass er im Netz... Ich glaube 7,5, 7,4, 7,3 hat er da. Das ist so schlecht. Das ist nicht. Also auch der könnte über eine 8, so und so sein. Der ist wirklich gut. Der hat wirklich Nischenpotenzial. Also so Richter, muss das ja immer so ein bisschen abwinken. Das ja andere, ja, es wird ja anders verarbeitet, es riecht manchmal anders. Man merkt schon manchmal zwischen Designern und Nische merkt man das schon. Aber hier ist einfach, ich finde, der ist richtig gut gelungen. Ja, ich finde, ich habe so ein bisschen Dior Sauvage Elixir Vibes, aber nur die ersten 5 Minuten, dann wird er süßer. Auf einer gewissen Seite im Netz habe ich auch gelesen, dass der Gucci Pour Homme 1 ähnlich sein soll. Nein, das ist er nicht. Ne? Und ich weiß, er hat so seine eigene DNA. Ich weiß gar nicht. Ich finde, er steht für sich allein. Außer die ersten 5 Minuten, da merkt man schon, ohne Lakritz-Style, ne, ihr wisst ja, Dior Sauvage Elixir hat Lakritz, wirklich so diesen geilen Lakritz-Style, aber das hat er nicht. Aber er hat einfach diese Männlichkeit und diese DNA an Anfang und man merkt einfach Qualität in meinen Augen. Ihr habt Weihrauch, Kardamom in der Kopfnote. Weihrauch merkt ihr, klar, ihr merkt das sofort. Rauchig, Weihrauch. Rauchig meine ich nicht so typisch stark, holzig, rauchig, nein. Kardamom ist bekannt, wird logischerweise Kardamom, Weihrauch. Es ist ja nicht viel in der Kopfnote und dann merkt ihr Kardamom sofort. So, das muss man mögen. Leute, die Kardamom nicht mögen und Weihrauch nicht mögen, werden diesen Duft nicht mögen. Das ist auch Fakt. Aber das Zusammenspiel gibt es ja öfters schon, Kardamom und Weihrauch. Aber ich finde, das hat einfach was. Warum ich diesen Sauvage Elixir Flair so irgendwie rieche, weiß ich nicht. Ich habe es einfach so. Er ist nicht auf einer gewissen Seite so gelistet. Da ist nicht Dior Elixir, Sauvage Elixir, mein Gott, dabei. Aber ich finde, er hat die ersten 5 oder 10 Minuten hat er das. So, ich rieche es einfach so. Ich habe den auch 1:1 verglichen mit Dior. Kann man dann irgendwann nicht mehr wirklich vergleichen. Nach 10 oder nach einer Viertelstunde riecht er eigenständig und dann geht das weg. Es ist auch nicht 1:1, nein, ich sag nur, es schwingt sowas mit und ich habe einfach die DNA so ein bisschen im Riechkolben von Dior Sauvage Elixir. Ja, Dior. Ne? Und ja, kommt richtig gut. Dann kommt Patchouli und Vetiver dazu. Und dann, wie gesagt, wird es anders durch das Patchouli. Auch das, es ist ja Patchouli, Kardamom. Für Leute, die das nicht mögen, ist dieser Duft leider nichts. Das tut mir leid. Ihr könnt das ausprobieren, weil im Designerbereich oder bei Boss wird das ja noch ein bisschen entspannter alles gemacht. Ihr habt ja nicht dieses wirklich, ne, das habt ihr da nicht. Also testet ihn ruhig, auch für die Leute, die diese Richtung, was ich jetzt alles gesagt habe, Kardamom, Patchouli, Vetiver, wer das alles nicht mag, trotzdem testet ihn mal. Könnt ihr vielleicht auch sein, dass er euch gefällt. Wer weiß das? Dann habt ihr noch Zedernholz. Also im Grunde genommen, dieser Duft ist wirklich sehr gut. Hat eine 7,3 oder 7,4, 7,5, was er da hat, nicht verdient. Könnte besser sein, die Bewertung. Ich finde ihn wirklich gut.
Er wird noch in meine Sammlung wandern, so und so, weil ich so alle Boss Bottle Düfte habe. Ich habe ihn einfach schnell gerochen. Ich habe ihn da jetzt nicht mitgenommen. Aber weil ich war mir nicht so sicher erst, weil wie gesagt, ich teste manchmal wirklich tatsächlich Düfte auch. Ja, auch der Dog testet Düfte manchmal. Ich kaufe ja viel blind und aber das ist echt ja, dass ich wirklich mal ihn länger getestet habe und dann bin ich ja gar nicht mehr gewesen und deswegen ja, jetzt bin ich wieder in Hamburg. Aber das ist ein Duft und man muss allerdings eins sagen, warum ich ihn auch nicht mitgenommen habe, weil ich sehe manchmal das nicht ein, weil 130 Euro oder 139 Euro für einen Designer oder für einen Boss Bottle, egal ob er gut ist, aber 139 Euro, ich bitte. Das muss auch nicht sein und deswegen, da warte ich auch ein bisschen und wie gesagt, ich wollte ihn auch ein bisschen testen, das habe ich gemacht, die Probe und ja, ist gut. Hat eine Haltbarkeit von 8 Stunden, 8, 9 Stunden und am Anfang eine gute Ausstrahlung und jetzt kommen wir wieder dazu, Frauen mögen diesen Duft. So, und auch Männer, er kommt einfach an. So, und auch die ich in der Parfümerie gefragt habe, der Duft kommt einfach an. So, und was soll man dazu sagen? Boss Bottle. Ich finde, vielleicht sollte man jetzt mit den Elixier aufhören. Vielleicht sollte man da Schluss machen und endlich mal, vielleicht mal eine andere Reihe rausbringen. Weil das Elixier doch, was soll jetzt noch kommen? Jetzt, ganz ehrlich, was soll jetzt noch kommen? Also Boss Bottle hat so viel Ableger. Ich glaube, das Absolut, das war so ein, ich war das nicht eine Special Edition, den gab es ja auch schon. So, mit diesem Elixier, weil er eben auch so gut ist. Ich finde die ganzen Boss Bottle Flanker gut. Also ich habe da nichts gegen. Ich habe ja fast alle. Ich würde damit aufhören, weil der ist wirklich sehr gut gelungen, hat Nischenpotenzial, geht in diese Richtung. Elixier, Boss Bottle Elixier, das sollte, sag ich mal, bei Boss Bottle Schluss sein und dann macht doch endlich jetzt was anderes. Das hätte doch was. Und dann, ja, warum nicht? Wahrscheinlich werden meine Gebete nicht erhört und es wird noch ein, ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann Boss Bottle Tribble Elixier Deluxe Edition. Oder aber auch bei anderen, ne? Tribble Elixier Deluxe Edition. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass hier dann mal Schluss ist. Nicht um die Boss Bottle Reihe, weil ich jetzt sage, oh, das muss weg. Nein, es ist ja geil. Aber irgendwo muss Schluss sein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Muss jetzt auch mal Schluss sein. Und gerade bei, hier sind sie wieder hochgegangen mit den Elixier. Vielleicht nicht auf gewissen Seiten, aber der ist beliebt, der Duft. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Oder sehr gut. So. Ein bisschen zu teuer, aber ich glaube, inzwischen geht es wieder runter jetzt von den Preisen. Am Anfang waren sehr teuer, wie gesagt, mit 140 Euro fast. Boah, ne, für Boss Bottle, ne, egal ob Elixier oder nicht. Aber wirklich gut geworden. Und jetzt würde ich Ende machen, wirklich mit der Reihe. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal runter, wie findet ihr diesen Duft? Ja, und dann sehen wir uns bald wieder. Also Leute, reinhauen.